Hallo zusammen und willkommen bei Doppelt so wild, eurem deutschen Dice-Throne-Kanal. Ich bin Matthias, spiele seit mehreren Jahren Dice Throne, habe hier in Düsseldorf Turniere organisiert, in Köln Turniere organisiert, auf verschiedenen anderen Turnieren gespielt, in Berlin auf der Meisterschaft gespielt, zweiten Platz gemacht. Sorry Darren. Und ja, Dice Throne ist seit mehreren Jahren mein absolutes Lieblingsspiel. Und deswegen bin ich eigentlich heute hier oder generell auf diesem Kanal, um einfach mein absolutes Lieblingsspiel euch ein bisschen näher zu bringen. Auf dem Kanal erwarten euch viele verschiedene Sachen, die ich gerne machen würde. Gameplay, Guides, Tierlists, all dieser spaßige Kram. Aber das heutige Video geht im Prinzip darum, euch einfach mal zu zeigen, was für ein Spiel Dice Throne ist, also quasi für die, die das Spiel noch gar nicht kennen. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was mitgebracht. Hier liegt meine Pelagi Playmat und wir sehen hier auch einen Charakter. Im Hintergrund ist der ganze Kram, den ich sonst so besitze. Also es gibt riesige Boxen, es gibt Zweierboxen. Ja, ich mache irgendwann auch gerne noch mal ein Video darüber, was es eigentlich alles zu kaufen gibt, was es auf Deutsch zu kaufen gibt, was es nur im Kickstarter gibt, was es nur in den USA oder generell halt über den Dice Throne Shop gibt, weil der momentan nämlich gar nicht mehr so nach Europa liefert. Das ist auch so ein kleiner Nachteil. Genau. Ich werde euch gleich am Beispiel von zwei Outcast-Charakteren, also einmal Paylady und einmal Headless Horseman, auf Deutsch Bleiche Dame und Kopfloser Reiter, einfach mal kurz zeigen, wie dieses Spiel funktioniert. Das ist ein kleiner Spoiler, ich habe auch vor, eine Kaufberatung mit euch zu machen. Und meiner Meinung nach sind diese beiden, die werden im Deutschen in einer Zweierbox verkauft, eine der besten Boxen, mit denen man das Spiel neuen Leuten zeigen kann, aber trotzdem sozusagen Mechaniken des modernen Dice Thrones erfahren kann. Die Charaktere haben sich nämlich durchaus ein bisschen geändert über die Seasons. Also Season 1, Season 2, Marvel, X-Men und dann halt auch noch jetzt die Outcasts und noch die Vanguard, die auch bald auf Deutsch herauskommen. Genau, da werde ich noch ein bisschen mehr zu sagen, aber jetzt so für einen kleinen Überblick, wie das Spiel funktioniert, werden wir uns Paylady und Headless Horseman, Bleiche Dame, Kopfloser Reiter, einfach mal ein bisschen genauer angucken, so dass ihr mal einen Überblick bekommt, wie geht das Spiel. Wenn euch dieses Intro hier ein bisschen genervt hat, ich mache auch nochmal eine Verlinkung, wo es dann eigentlich losgeht. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall die Position ändern, so dass wir den Spieltisch sehen und ich euch zeigen kann, wie Dice Throne genau funktioniert. Grob gesagt ist das Spiel folgendes. Ihr würfelt und ihr spielt Karten. Das heißt, wer schon mal Magic gespielt hat oder andere Trading Card Games, ist im Cardplay schon mal drin. Wer schon mal Yahtzee/Kniffel gespielt hat, ist im Würfelspiel drin. Weil da, bei der Mechanik, kommt es drauf an. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, das Spiel ist ein totales Glücksspiel. Jein. Jein. Denn tatsächlich ist es so, wer nur Sechsen würfelt, wird ich euch erklären, gewinnt. Punkt. Wenn jemand so viel Glück hat, dass er einfach nur Sechsen würfelt, diese Person wird gewinnen. Unabhängig vom Matchup. Unabhängig davon, was der andere macht. Aber in der Regel ist es so, dass tatsächlich dann doch sehr viel mehr Skill involviert ist, als man vielleicht meinen würde. Deswegen, ja, gleich ein kleiner Gameplay-Overview, wie das Spiel überhaupt funktioniert und worum es dabei geht. Dice Throne startet mit der Charakterwahl. Und da habt ihr eine riesige Auswahl. Und ich habe ein paar Sachen schon vorbereitet. Und zwar, ihr nehmt euch eine der riesigen Battle Chests und greift einfach mal rein. Wie wär's mit dem Monk, der Kampfmönch? Der sammelt Chi, um Schaden zu negieren oder große Hits auszuteilen. Oder wie wär's mit dem Barbaren? Smack. Just smash them. Wie wär's mit der Pyromantin? Verbrenne alles. Oder nehmen wir mal eine andere Box. Wie wäre es mit Loki, dem Trickster? Hier sind wir im Marvel-Bereich. Oder manchmal war das Spider-Man. Oder ein anderer Flair. Wie wäre es mit der einen? Totenbeschwörer, Necromancer. Oder für einen ganz besonderen Kick. Wie wäre es mit Santa und Krampus? Die Auswahl ist riesig. Und was ihr macht, ihr wählt euch einen dieser Charaktere aus und legt los. Und alles,
an Dice-Material ist cross-kompatibel. Das heißt, Season 1, Season 2, Marvel, X-Men, Outcast, Vanguard, Alchemist, Mystic Brawler, jeder gegen jeden. Spiel spielt ihr zu zweit. Okay, so, ich zeige euch jetzt am Beispiel des kopflosen Reiters, Headless Horseman, wie das Spiel prinzipiell funktioniert. Jeder Charakter kommt in so einen Tray, du hast ein Board, du hast ein Leaflet, auf dem Leaflet steht alles, was du wissen musst. Du hast deine Status Tokens, bei ihm sind es hier die Dreadful Tokens, hier sind es die Grim Pursuit. Genau, so. Ich mache das jetzt gerade schön, man muss es nicht schön machen. So, du startest mit 2 CP, Kampfpunkten, du startest mit 50 Leben, Health. So, du hast 5 Würfel. Hier nehmen wir mal ein Dice Tray. Alles hier branded. So, der kopflose Reiter startet mit seinem Kopf. Das ist ein Companion. Wir haben Karten. Hier sind noch ein paar Karten, die nicht dazu gehören. So, ein Kartendeck. Kartendeck wird gemischt. So, sagen wir, das ist gemischt. So, das Spiel startet. Du ziehst 4 Karten. 1, 2, 3, 4. Es gibt verschiedene Arten von Karten. Hier haben wir ein Upgrade. Hier haben wir orange Karten, Rollface-Karten und hier haben wir eine Instant-Karte, rot. Da gibt es eine schöne Übersicht, wie das Spiel genau abläuft. Immer nach den Phasen. Abgibphase, guck, ob irgendwas mit Statuseffekten ist. Ist nicht. In-Kampfphase, ja, du erhältst eine Karte und einen Kampfpunkt. Das ist dein Einkommen. Kampfpunkte brauchst du, um Karten zu spielen. Sehr wichtig. So, dann hast du eine Hauptphase. In der Hauptphase kannst du Karten ausspielen. Ich gucke mir diese Karten an. Okay, das ist ein Upgrade. Ich könnte für 2 Kampfpunkte dieses Upgrade spielen. Kostet mich 2 Kampfpunkte. Jetzt habe ich eine Attacke verstärkt und eine andere Attacke auf dem Board. Und jetzt kommt das Hauptspiel. Jetzt kommt die Offensive Rollface. Lass uns rollen. Mein Ziel ist es, den Gegner zu besiegen. Und wie mache ich das? Ich würfle 3-mal. Yahtzee-Style. So, ich habe 6, 5, 5. Ich bin sehr nah an der Attacke Reap. Zweiter Wurf. Nix. Dritter Wurf. Und jetzt habe ich viele hiervon. Jetzt könnte ich die Attacke Reap aktivieren. Ich mache, was da steht. Erhalte 2 von diesen Dreadful. Was die Marker machen, ist bei jedem Charakter verschieden. 3 Undefendable Damage. Undefendable heißt, der Gegner darf seinen Verteidigungswurf, der ist immer hier unten rechts, nicht ausführen. If you have the Haunted Head, habe ich, ziehe eine Karte. Mach einfach nur, was da steht. So, das heißt, wenn ich jetzt gegen einen Gegner spiele, der eine Verteidigung hat, würde diesmal, aber weil das eine nicht abwehrbare Attacke war, findet das nicht statt. Fertig. So, jetzt Main Phase 2. Ich kann jetzt noch Karten verkaufen oder weitere Karten spielen. Es ist immer gut, Kampfpunkte übrig zu haben, weil zum Beispiel Helping Hand sagt, select one of your opponent's dice and force them to reroll it. Also wähle einen Würfel des Gegners aus und zwinge sie, den Würfel neu zu würfeln. Und da findet auch die Interaktion statt. Ich könnte zum Beispiel die Karte hier verkaufen, erhalte dafür einen Kampfpunkt, Double Up, kostet mich einen CP, einen Kampfpunkt, könnte ich spielen, erhalte 2 neue Karten, 1, 2. Dann könnte ich sagen, ich verkaufe dieses Upgrade, ich sage, ich möchte die Fähigkeit nicht aufwerten, halte wieder ein CP und passe mit einem Kampfpunkt. Jetzt könnte ich, wenn der Gegner spielt, noch Helping Hand, helfende Hand einsetzen. Oder Tippet. Erhöhe oder niedrige den Wert von irgendeinem Würfel. Das ist eine orange Karte, das ist eine rote Karte. Die kann immer, jederzeit gespielt werden. In jeder Phase. Orange Karten nur in den orangen Phasen. Also Offensive Rollface, Targeting Rollface findet im 1 gegen 1 niemals statt. Und Defensive Rollface. Okay, so, das wäre mein Zug. Jetzt stellen wir uns vor, der Gegner spielt die Paylady. So. Paylady hat auch ein solches Board. Wir machen das einfach mal messy. So, legen wir mal kurz hier hin. Paylady hat ihre eigenen Würfel, ihr eigenes Roll Objective. So, stellen wir uns jetzt vor, Paylady fängt an zu würfeln. So, 1, 2, 3, 4. Sie hätte schon eine kleine Straße. Zweiter Wurf. Sie will jetzt, Small Straight, Light Straight. Zweiter Wurf. Sie will eine große Straße.
5. Sie hat die große Chance bekommen. Im zweiten Wurf. So, was könnte ich jetzt machen? Ich habe doch eben gesagt, der kopflose Reiter hat noch seine helfende Hand. Jetzt könnte der kopflose Reiter sagen, okay, helfende Hand, würfel bitte einen der Würfel neu. Wie wäre es, wenn du die 3 neu würfelst? Dann hast du nämlich nichts. Neu würfeln, kam wieder die 3. Das ist klassisch für diese Sache. Sagen wir, es wäre was anderes gekommen. 5. Oh nein, jetzt hat Peledi nach 2 Würfelversuchen immer noch nichts. Was machen wir jetzt? Wir gehen hin und sagen, wir machen den dritten Wurf. Jetzt sind wir nah an Full Moon. Peledi nimmt die Würfel, dritter Wurf und hat nichts. Das heißt, wenn sie jetzt keine eigenen Karten mehr hat, hätte sie einen Whiff. Und so interagieren im Prinzip die Karten mit den Rollphasen. Ja? Müsst ihr einfach nur genau lesen, was bei jedem Charakter los ist. Und ja, das ist im Prinzip das Spiel. Also durch geschicktes Würfeln und geschicktes Kartenspielen wollt ihr euch gegenseitig zu Tode kloppen. Und da kommt auch durch die Statuseffekte noch jede Menge Interaktion und Varianz rein. Jeder Charakter ist völlig anders. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Rabenfürstin rausnehmen würde, die Ravenous, dann würde man sehen, okay, was hat die Ravenous zu bieten? Die Ravenous hat hier ihren eigenen kleinen Vogel. Der Vogel ist zum Beispiel dafür da, ganz verschiedene Effekte auf den Gegner zu wirken. Zum Beispiel kann der Leben stehlen und dann die Ravenous heilen, oder er kann dem Gegner einen sehr starken Statuseffekt geben, nämlich Hex, verhext. Und das bedeutet, dass man keine Sechsen würfeln kann. Vielleicht das auch nochmal. Die stärkste Attacke in der Regel ist das sogenannte Ultimate. 5 Sechsen. Können wir mal gucken, ob wir da in die Nähe kommen. Eine 6, erster Wurf. Wir haben schon 2. Zweiter Wurf, sind wir auch nah an Spectral Assault, aber wir probieren mal auf ein Ultimate zu würfeln. Dritter Wurf, jetzt hätten wir hier unser Spooky, aber auch nur, weil wir das Upgrade gespielt haben. Sonst hätten wir genau nichts. Ja? Also 5 Sechsen, das ist ein Yahtzee mit 5. Das ist nicht einfach. Genau, und so funktioniert das Spiel. Also, ihr würfelt, aktiviert Fähigkeiten und kloppt den Gegner damit zu Tode. Und wenn der Gegner zu gute Sachen spielt, dann versucht ihr ihn mit Karten zu beeinflussen. Genau. Das ist Dice Throne. Sehr spaßig, sehr asymmetrisch. Jeder Charakter spielt sich völlig anders. Sehr empfehlenswert. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat der kleine Überblick über Dice Throne gefallen. Und generell das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liked, kommentiert, teilt es. Lasst mir gerne ein Abo da. Ich habe wirklich noch viel vor auf dem Kanal und jede kleine Unterstützung hilft mir super sehr. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, welchen Content ihr gerne von mir sehen würdet. Wie gesagt, Top 10s, Tierlists mache ich gerne. Ich würde auch gerne Charakterguides machen. Mehr Gameplay. Ich muss unbedingt noch gucken, dass ich ein besseres Setup habe, wo man das Gameplay besser sieht. Da muss ich mir noch eine andere Kamera besorgen, beziehungsweise einen anderen Phone Stand. Aber Online-Spiele werde ich machen. Weil da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Die habe ich mal alle in die Beschreibung gesetzt. Und was ich auch gerne machen würde, ist, bald kommt digital, da ist noch digital raus. Da werde ich natürlich auch einiges an Content drüber machen. Genau. Also, sagt mir gerne, wie ihr das Video gefunden habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Doppelt so wild, eurem deutschen Dice Throne Kanal.